In diesem Jahr starten wir zu einer Motorradtour in die Normandie. Dafür fahren wir durch die Niederlande und Belgien, über Lille und Rouen bis zum Mont Saint-Michel und von dort aus an der nordfranzösischen Küste zurück. Über Brügge und Utrecht geht es dann wieder zurück nach Hause. Wir starten unsere diesjährige Sommertour wieder im heimischen Ostfriesland. Ulla und Holgi kommen zeitgleich mit uns in Oldersum an, wo wir uns bei der Tankstelle treffen. Nachdem unsere Bikes aufgetankt sind, starten wir gemeinsam in das Motorradabenteuer Normandie. Unser erstes Ziel auf der diesjährigen Tour heißt Hamminkeln. Hier erwarten uns Ullas Mutter Keti und ihr Bruder Manfred zur ersten Übernachtung auf dieser Reise. Wir fahren zunächst durchs Emsland, vorbei an Rhede und Haren. Danach führt uns der weitere Tourenverlauf vorbei an Nordhorn, Ahaus und Borken. Am späten Nachmittag erreichen wir Hamminkeln, wo wir mit leckerem Kaffee und Kuchen von Ullas Familie herzlich empfangen werden. Zum Abendessen hat Manni für uns einen Tisch im Roadhouse der Motorradschmiede Thunderbike reserviert. Sehr lecker! Später hat Manni für uns noch einen weiteren Programmpunkt. Wir fahren mit den Fahrrädern zum Storchenbaum von Hamminkeln. Hier versammeln sich allabendlich junge, alleinstehende Störche auf einem Baum. Ein grandioses Naturschauspiel. Sehr schön hier am Niederrhein. Ich habe gerade Brötchen geholt mit dem Fahrrad. Und dann sieht man hier am Rande so die üblichen Tiere, die es hier eben am Niederrhein so gibt. Nach dem Frühstück beladen wir unsere BMWs für die nächste Etappe. Unser heutiges Ziel heißt Lille. Hier wollen wir dieses Mal 2 Nächte bleiben. Wir fahren nach wenigen Kilometern über die Rheinbrücke und lassen die Region Niederrhein hinter uns.
Dann erreichen wir die Niederlande und machen unser erstes Päuschen auf einem kleinen Parkplatz in Helmond. Nachdem wir auch die Grenze zu Belgien überfahren haben, kehren wir in einem kleinen Café ein, das sich in einem belgischen Ort befindet, der ebenfalls den Namen Lille trägt. Dann geht die Fahrt weiter nach Lille in Frankreich. Dort angekommen, kämpfen wir uns durch das Altstadtgewirr und erreichen gegenüber des großen Bahnhofes unser Hotel Valise. Nachdem wir das Gepäck im Hotel untergebracht haben, parken wir unsere Motorräder in einer Tiefgarage. Zur Belohnung gibt es danach ein leckeres, kühles Bier. Und zum Abschluss des Tages einen Honigschnaps. Guten Morgen! Nach einem reichhaltigen Frühstück begeben wir uns in die Innenstadt von Lille. Lille ist die Hauptstadt der Region Hauts-de-France im Norden Frankreichs, nahe der Grenze zu Belgien. Früher war sie ein wichtiges Handelszentrum von Französisch-Flandern und ist heute Kulturzentrum und eine lebhafte Universitätsstadt. Kennzeichnend für die historische Altstadt sind die steinernen Bürgerhäuser aus dem 17. Jahrhundert, die gepflasterten Fußgängerzonen und die Grand Place im Herzen von Lille. Wir besuchen die Kirche von Saint-Maurice, die eine der bekanntesten in Lille ist. Bei einem Spaziergang durch Lille sind heute noch viele flämische Einflüsse sichtbar. Dann heißt es Schlange stehen, um einen der begehrten Plätze im Restaurant Papa Raphael zu ergattern. Geschafft!
Nach einem Spaziergang durch das Kneipenviertel der Stadt gönnen wir uns noch ein leckeres Feierabendbier. Wir nehmen Abschied von Lille und haben als heutiges Ziel Rouen, die Hauptstadt der Normandie. Zunächst müssen wir bei sengender Hitze den Weg aus der Stadt finden. Kommt da Michi mit der Wasserversorgung. Doch dann sind wir schnell wieder in ländlicher Umgebung. Und jetzt kommt der Frankreich-Man. Bonjour Madame, bonjour Monsieur. Ach Quatsch, das ist ja für unsere deutschen Freunde diesmal. Hier aus dem Norden Frankreichs. Erste kurze Kommentar. Es ist lecker warm. Im Durchschnitt glaube ich so circa 36 Grad könnte es sein, 36, wenn ich mir die Damen so angucke. Könnte es auch 42 sein. Aber das ist ja ganz egal. Wir genießen die Fahrt trotzdem mit viel Wasser und viel Schwitzen und ja, wir bleiben dran. Dankeschön. Auf der Straße bei Saint-Laurent-Blangy passieren wir sehr viele Soldatenfriedhöfe, die von den erbitterten Schlachten des Ersten Weltkrieges zeugen. In Amiens füllen wir bei einem Lidl-Markt unsere Wasservorräte wieder auf. Sehr wichtig bei dieser großen Hitze. Dann erreichen wir Rouen, welches am Unterlauf der Seine, etwa 80 Kilometer landeinwärts liegt. Auch unser Hotel liegt direkt an der Seine. Nachdem wir die Motorräder in der Tiefgarage sicher geparkt und das erste kühle Bier auf der Terrasse des Hotels genossen haben, gehen wir zum Abendessen ins Zentrum.
Kamera. Wieder scheint die Sonne und nachdem die Mopeds wieder beladen sind, begeben wir uns auf die nächste Etappe. Heute heißt das Ziel Pont-à-Mousson am Mont Saint-Michel. Hier in der Normandie wird die Gegend mit jedem Kilometer hügeliger und lieblicher. Und auch das typisch normannische Fachwerk sehen wir immer öfter. Schattige Waldlichtungen sind bei der Hitze willkommene Rastplätze. Bei Falaise im Departement Calvados werfen wir noch einen Blick auf die gleichnamige Burg Falaise, die herrschaftlich auf einem Felsen thront. Im Ort Saint-Honorine-la-Chardonne lassen wir es uns auf der schattigen Terrasse eines Cafés bei einem Kaffee und Eiscreme gut gehen. Dann erreichen wir unser Ziel Pont-à-Mousson, unweit der französischen Normandieküste. Unsere
Unsere hübsche Unterkunft, das Mont B&B, begrüßt uns für 2 Tage mit schönen Zimmern, großem Garten und einer Sonnenterrasse. Am nächsten Morgen überzeugt unser Gastgeber nicht nur mit einem leckeren Frühstück, sondern auch mit schon parat stehenden Fahrrädern. Damit geht es heute zum Mont Saint-Michel. So, alle da? Sehr schön hier, Normandie. Und auch der Reiseleiter auf ungewohntem Gefährt. Zur felsigen Insel im Wattenmeer der Normandie führt von Pontorson aus ein 9 Kilometer langer Radweg, der idyllisch an einem Kanal entlang verläuft. Die Insel ist etwa 1 Kilometer von der Küste entfernt und nur ca. 55.000 Quadratmeter groß. Der Umfang beträgt 830 Meter. Der Berg und seine Bucht gehören seit 1979 zum Weltkulturerbe der UNESCO. Der Mont Saint-Michel hat sich zu einer großen Touristenattraktion entwickelt. Er wird jährlich von etwa 3,5 Millionen Menschen besucht, die sich durch die engen Gassen bewegen. Die ohne Bauten 92 Meter hohe Insel ist bekannt für die Abtei Mont Saint-Michel. Sie dominiert die kleine Insel, ist ein Beispiel für den normannischen Baustil und eines der umfangreichsten, schwierigsten und teuersten Bauprojekte des gesamten Mittelalters.
Unser Tipp: Für den Besuch des Mont Saint-Michel sollte man auf jeden Fall einen kompletten Tag einplanen. Heute geht die Reise weiter. Unseren Weg nach Bayeux werden wir heute abkürzen müssen, aber dazu später mehr. Wir starten wieder in Richtung Mont Saint-Michel und können den Berg erneut aus der Ferne sehen. Danach fahren wir durch typisch normannische Dörfer und durchqueren die Halbinsel Cotentin. An der D7 in der Nähe von Vers bietet sich ein idyllischer Rastplatz für eine kurze Erholungspause an. Wir erreichen den deutschen Soldatenfriedhof von Marigny. Hier wurden 11.169 Soldaten bestattet, die bei den Kämpfen während der Invasion der Alliierten in der Normandie 1944 starben. Leider springt nach der Besichtigung Holgis Motorrad nicht mehr an. Mehrere Anschiebe- und Fremdstartversuche bleiben leider erfolglos. Und so nimmt Holgi Kontakt zum ADAC auf. Nach circa 1,5 Stunden erscheint dann ein Abschleppwagen, der seine BMW Huckepack nimmt.
Der Fahrer transportiert das Motorrad in den ungefähr 2 Kilometer entfernten Ortskern zu einem BMW-Spezialisten. Der freundliche Fachmann Thierry Grandami fängt sofort mit der Arbeit an, kann aber eine Fertigstellung für heute nicht mehr zusagen. Die Fehlersuche scheint wohl etwas schwieriger zu sein und häufiger hört man ihn sagen: Bizarre, bizarre. Also disponieren wir um und fahren die restlichen 50 Kilometer direkt zu unserem nächsten Übernachtungsort Bayeux. Auf dem Weg dorthin kommen wir an der gut erhaltenen Befestigungsmauer von Saint-Lô vorbei. Dann erreichen wir Bayeux, eine Gemeinde im Departement Calvados. Wir beziehen unsere Zimmer im Churchill Hotel, welches an einer ruhigen Fußgängerzone direkt im Herzen des historischen Stadtzentrums liegt. Nach einer erfrischenden Dusche begeben wir uns in ein gemütliches Restaurant direkt im Ortskern. In Bayeux hat sich um die Kathedrale eine fast vollständig erhaltene Stadtstruktur erhalten. Hierzu gehören Stadtpalais aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die sich teilweise in Privatbesitz befinden. Wie ein Kleinod hütet Bayeux seine Vergangenheit. Überall in den Gassen und auf den Plätzen spürt man das historische Flair. Da wir noch auf die Fertigmeldung von Holgis GS warten, beschließen wir die Kathedrale bei Tageslicht zu besuchen, da sie am Abend zuvor verschlossen war. Die Kathedrale Notre-Dame de Bayeux ist eines der bedeutendsten sakralen Baudenkmäler der Normandie. Ursprünglich im normannisch-frühromanischen Stil erbaut, präsentiert die Kathedrale sich heute weitgehend gotisch. Dann bekommen wir die erfreuliche Nachricht von Monsieur Grandami, dass das Motorrad repariert ist. Mama! Ein Laufrad habe ich mir schon immer gewünscht. Mama! Wie am Vortag besteigt Holgi Lottis 650er,
während Lotti auf dem Soziusplatz bei Mischa Platz nimmt. Und so machen wir uns auf den Rückweg nach Marigny, um Holgis Bike wieder abzuholen. Erfreut über die schnelle Reparatur übernimmt Holgi wieder sein Moped mit repariertem Anlasser. Wir verabschieden uns von unserem Reparateur de Monteur und setzen die am Vortag abgebrochene Etappe fort. Dann erreichen wir Pont du Hoec. Pont du Hoec ist ein Felsvorsprung von rund 30 Meter Höhe, der steil auf einen engen Kieselstrand abfällt. An diesem strategisch günstig gelegenen Standort hatten die Deutschen eine starke Artilleriestellung errichtet. Sie war damit eine fürchterliche Bedrohung der amerikanischen Truppen an den für die Landung gewählten Stränden Utah Beach und Omaha Beach. Die Strategen der Alliierten beschlossen, die Stellung unschädlich zu machen und die Position im Morgengrauen des D-Days zu erobern. Diese schwierige Aufgabe wird dem 2. Ranger-Bataillon anvertraut. Den Männern gelingt das unglaubliche Meisterstück, unter Beschuss den Gipfel in nur wenigen Minuten zu erreichen. In einer von tiefen Kratern durchzogenen, mondähnlichen Landschaft beginnt dann ein verbissener Kampf, der letztendlich mehr Menschenleben fordern soll als der Aufstieg selbst. Von den 225 mit diesem waghalsigen Unterfangen beauftragten Rangern sind nur noch 90 kampffähig. Rund 80 ihrer Kameraden hatten auf diesem kleinen Stück Erde in der Normandie ihr Leben gelassen. Nach weiteren 7 Kilometern erreichen wir den Omaha Beach. Als Omaha Beach bezeichneten die Alliierten im Zweiten Weltkrieg den französischen Küstenabschnitt bei Colville-sur-Mer und Saint-Laurent-sur-Mer. Hier fand die Landung des 5. US-Korps im Rahmen der Operation Overlord statt. Die Verluste der Amerikaner beliefen sich allein an diesem Strandabschnitt auf mehr als 3000 Mann. Jetzt erreichen wir den amerikanischen Soldatenfriedhof bei Colville-sur-Mer. Der amerikanische Soldatenfriedhof Omaha Beach ist ein Friedenshafen an der normannischen Küste. Hier auf einer Klippe, die den Strand Omaha Beach überschaut, sind ca. 10.000 weiße Kreuze aufgereiht, die allesamt in Richtung Amerika zeigen. Unzählige amerikanische Soldaten kamen während der ersten Etappe der Kämpfe am 6. Juni 1944 ums Leben. Hier auf dem Soldatenfriedhof von Omaha fanden sie auf 70 Hektar Land ihre letzte Ruhestätte. Es ist amerikanischer Boden auf französischem Territorium, verkauft an die Vereinigten Staaten und verwaltet durch die American Battle Monuments Commission.
Dann geht es für uns weiter. Wir erreichen Gold Beach im britischen Sektor der Landungsstrände. Für einen künstlichen Hafen wurden tonnenschwere Wellenbrecher und Landungsbrücken vor der Küste versenkt, deren Überreste man heute noch im Meer sehen kann. Plötzlich ziehen dunkle Wolken auf und ein Gewitter bahnt sich an. Na, ihn hier. Da merkt man doch, dass man schon ein paar Jahre Motorrad fährt. Das haben wir tatsächlich kommen sehen und haben uns hier jetzt schön in einen Supermarkt gerettet. Einen Einkaufswagen mit Klamotten und Helm haben wir schon mal vollgepackt. Jetzt werden wir lecker was essen und danach ist das dann noch vorbei. Gegen Abend erreichen wir dann unser Ziel in Trouville-sur-Mer. Am frühen Morgen weckt uns Möwengeschrei vom Nachbardach. Vom Regen am Vortag ist nichts mehr zu sehen und die Sonne lacht auf unser Hotel herab, in dem wir noch eine weitere Nacht verbringen werden. Nach dem leckeren Frühstück gehen wir zunächst in den Ort und leihen uns ein paar Fahrräder aus. Wir wechseln auf die andere Uferseite des Flusses Touques, der Trouville-sur-Mer von Deauville trennt. Nach kurzer Zeit erreichen wir den Yachthafen von Deauville. Dann geht's weiter zum Strand. Bekannt ist Deauville für den Planche de Deauville, die Planken am endlos langen, breiten Strand, an dem sich kleine Umkleidekabinen aufreihen. Diese sind mit Namen von Filmstars beschriftet, die beim amerikanischen Filmfest an der Côte Fleurie, der Blumenküste, zu Gast waren. Der Strand ist sehr flach und bei Niedrigwasser muss man oft sehr weit laufen, um im Meer baden zu können. Wir erreichen die Pferderennbahn von Deauville,
die 1864 errichtet wurde. Hier finden im Sommer die bei Parisern beliebten Pferderennen statt. Und zufällig auch gerade heute. Wir nutzen die Gelegenheit und schauen uns 2 Rennen an. Der Michi ist schon am Rangieren. Sehr schön. Heute führt uns unsere Tour an der Alabasterküste entlang nach Oeul. Wir erreichen Honfleur und parken unsere Motorräder in Hafennähe. Honfleur ist ein Juwel und absolutes Highlight der Normandie. Das Fischerstädtchen gehört mit seinen schmalen Häusern, den charmanten Gassen, den pittoresken Fachwerkhäusern und den Resten der Befestigungsanlage aus dem 17. Jahrhundert zu einem der reizvollsten Orte der Normandie. Der traditionsreiche Hafen von Honfleur. Aber das war auch schon alles, was ich darüber weiß. Sehr schön. Wir verabschieden uns von Honfleur und erreichen nach wenigen Kilometern die Pont de Normandie. Diese Brücke, die die Mündung der Seine überspannt, ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Sie wurde 1995 eingeweiht und verbindet Honfleur und Le Havre. Mit einer Länge von 2141 Metern ist sie eine der längsten Brücken Europas. In einem Ort mit dem schönen Namen Café du Blanchet gibt es dann in einer Bäckerei ein paar Leckereien. Zwischendurch regnet es etwas, doch das ist nach kurzer Zeit schon wieder vorbei.
Am späten Nachmittag erreichen wir unser Hotel Mairena in Ö und beziehen die schönen Zimmer. Guten Morgen! Nach einem reichhaltigen Frühstück starten wir die nächste Etappe unserer Rundreise. Heute soll es von Frankreich ins belgische Brügge gehen. Der Norden Frankreichs zeigt sich zum Abschied noch einmal von seiner besten Seite. Wir überfahren die belgische Grenze und legen die restlichen Tageskilometer durch Westflandern zurück. Dann erreichen wir Brügge und das Navigationsgerät führt uns bis zum Hotel, welches sich direkt im Zentrum dieser schönen Stadt befindet. Corona-bedingt haben wir ein Hotel-Upgrade erhalten. Also parken wir unsere Motorräder in der hoteleigenen Tiefgarage und beziehen unsere Suiten im Duke's Palace. Nach einer schnellen Dusche geht's zu Fuß in das historische Zentrum von Brügge. Brügge sehen und shoppen. Brügge ist die Hauptstadt von Westflandern. Charakteristisch sind die Kanäle, kopfsteingepflasterte Straßen und mittelalterliche Gebäude der Stadt. Das Rathaus aus dem 14. Jahrhundert befindet sich am Burgplatz. Nach dem Abendessen bei einem Italiener bringen wir unsere Einkäufe zurück in unser Hotel, das wohl zu den besten der Stadt gehört. Die Suiten befinden sich im Gartenhaus und haben jeweils einen separaten Eingang und eine Terrasse. Wir gehen noch einmal in die Altstadt, um das dortige Treiben bei Nacht zu erleben.
Am nahen Marktplatz steht der Brügger Belfried aus dem 13. Jahrhundert. 83 Meter hoch und mit einem Glockenspiel aus 47 Glocken. Auch unser zweiter Tag in Brügge beginnt wieder mal mit einem tollen Frühstück. Wir mieten uns 4 Fahrräder und besuchen die Brauerei Bourgogne de Flandre. Direkt am idyllischen Stadtkanal trinken wir ein kühles Bier auf der Terrasse. Da Brügge nie durch Kriege oder großflächige Brände zerstört wurde, sind das mittelalterliche Stadtbild und historische Gebäude sehr gut erhalten. Die Altstadt ist umgeben von Kanälen und Wallanlagen, auf denen Windmühlen stehen. Die Kanäle, die die Stadt durchziehen, nennen die Einheimischen Reihen, nach dem im Mittelalter vollständig kanalisierten Flüsschen Reie, über das Brügge direkt mit der Nordsee verbunden war. Heute verlassen wir Belgien und fahren nach Utrecht in den Niederlanden. Nach kurzer Zeit wechseln wir heute auf die Autobahn und wählen damit für dieses Mal die schnellste Verbindung. Wir erreichen Utrecht und sofort fällt uns die, im Vergleich zu anderen Städten, viel größere Anzahl an Radfahrern auf. Unser Hotel liegt wieder sehr zentral, was uns einen kurzen Weg in die Innenstadt garantiert.
Und so finden wir uns nach kurzer Zeit auch mitten in der Stadt wieder. Utrecht ist eine Stadt in der geografischen Mitte der Niederlande und seit Jahrhunderten ein religiöses Zentrum. Sie hat eine mittelalterliche Altstadt, Kanäle, christliche Denkmäler und eine altehrwürdige Universität. Mit seinen Kanälen wirkt Utrecht auf uns wie Amsterdam im Kleinformat. Heute beginnt der letzte Tag unserer Rundreise. Die Sonne lacht und verspricht einen herrlichen Reisetag. Wir verlassen Utrecht und begeben uns erneut auf die Autobahn. Bei Meppel verlassen wir die Autobahn wieder, um unsere Tour auf Nebenstraßen weiter fortzusetzen. Wir folgen dem Kanal Drensche Hoofdvaart, der Meppel mit Assen verbindet und stark von der Freizeitschifffahrt genutzt wird. Sehr idyllisch. Dann überfahren wir die Grenze nach Deutschland. In Wena machen wir noch eine Pause bei Kaffee und Kuchen und setzen die letzten wenigen Kilometer in die Heimat fort. Bei Terborg heißt es dann Abschied nehmen von Ulla und Holgi, die ihre Heimreise nach Aurich fortsetzen, während wir weiter nach Emden fahren. Nach 14 Tagen endet eine tolle gemeinsame Reise in die Normandie.
keine 2 Stunden von der Tour wieder zurück und schon werden die Mopeds gewaschen. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Das ist Premiere. Das hatten wir noch nie. Aber ich glaube, es muss sein.